Ich trete arme Wände ein, weil sie nicht sagen, dass es weh tut. Wenn sie Gefühle hätten, würde ich das auch machen. Das ist übrigens das, was ich mir wünsche für die Zukunft, dass endlich festgestellt wird, dass Pflanzen auch Gefühle haben. Jetzt sind wir nämlich alle wieder Monster. Und nicht nur die Menschen, die Fleisch konsumieren. Das wären die ersten 50 € für die Playsee. Ich weiß nicht, ob ich sowas über eBay kaufen sollte. Ich finde vegetarische und vegane Lebenskultur nicht schlimm. Ich finde inzwischen eher schlimm, dass das eher so eine Kulturgeschichte ist, wo die Leute dann auf Ersatzprodukte zugreifen, um das einfacher zu haben, vegan zu leben. Und diese Ersatzprodukte halt voll sind mit allen möglichen nicht guten Sachen auch. Also gibt es sehr viele inzwischen böse vegane Produkte. Weil da halt gewisse Wirkstoffe, beziehungsweise, ja, da sagt die eine Lobby natürlich was anderes als die andere Lobby. Aber um diese Geschmäcker nachzusynthetisieren, wird halt relativ viel Lebensindustrie-Trickserei angewendet. Und ich kenne es halt noch aus meiner Vegetarierzeit. Man muss halt gucken. Also man isst halt einfach nichts mehr, was nach Fleisch schmeckt. Schwierig. Geil finde ich auch, dass vegane Salami also dieselbe Farbe hat wie Salami. Das ist aber natürlich Absicht, weil es ist natürlich auch so, dass die Farbe von etwas den Geschmack beeinträchtigt. Gab es da nicht diesen Test mit Leuten, die Gummibärchen gegessen haben, die aber gar keinen Geschmack hatten mehr und die nur auf Basis der Farbe dachten, das schmeckt jetzt nach Himbeere? Wir verbinden einfach mit gewissen Farben gewisse Geschmäcker. Ich habe meinen Test mit blauer Tomatensuppe. Keiner hat Tomaten geschmeckt. Waren wahrscheinlich auch keine drin. Ja. Ja, wie komme ich darüber? Habe ich einen zu früh abgebogen? Da muss ich doch hier außen rum. So, jetzt hier links. Ja, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Es gibt doch
diese Dinger, wodurch Wasser nur anders riecht, aber nicht anders schmeckt. Nee, du meinst, glaube ich weiß, was du meinst. Diese Drops. Es schmeckt halt einfach anders. Nee, dann wäre ich wieder da vorne. Ah nee, das ist... Moment. Da war der Durchgang. Ja, das ist richtig. Hier stand ich aber auch schon mal vor, weil ich halt nicht weiterkam dann. So nicht, nein, ich will nicht runterfallen. Oh! Ah, Gott sei Dank, ich komme hier hoch. Dämliche Löcher. Ja, jedenfalls esst nicht so ein Abfall. Ganz einfach. Ob das jetzt Y-Food ist oder sonstige Ernährungsmittelergänzungen. Ein Y-Food kann kein... Also da ich ja mal früher mit einer Magersüchtigen zusammen war, ein Y-Food kann keine Mahlzeit ersetzen zum Beispiel. Die bewerben ja billigste Mahlzeit überhaupt und so. Aber sonst, wenn nämlich Y-Food, nämlich will ich als nicht Nahrungsmittelergänzungsmittel, sondern als synthetische Nahrungsmittel irgendwas sein, das ist nämlich eine ganz andere Kategorie. Und die gibt es halt für Magersüchtige zum Beispiel. Dass die alle Bestandstoffe kriegen, sind auch schweineteuer und du kannst das mit Y-Food nicht ersetzen zum Beispiel. Dann stirbst du nämlich eigentlich. So als Beispiel. Haben wir heute mal so eine This is Food Flasche genauer angesehen, fast keine Kohlenhydrate.
Ja, es ist halt eigentlich... was will ich sagen? Also bei solchen Produkten sieht man ja relativ schnell, was da nicht richtig sein kann. Also wenn du, sag ich mal, du kriegst ja zum einen einen Rabattcode als Streamer letztendlich für deine Community und kriegst dann, sag ich mal, eine relativ hohe Provision für den Markt. Da weißt du einfach, was da drin ist, ne? Es ist halt eine riesige Gewinnmarge schon mit eingestellt und dann musst du bedenken, irgendwie, dann bleiben halt irgendwie noch 1/3 des Geldes irgendwie für das Produkt und da kann irgendwas schon nicht mit rechten Dingen zugehen. Wenn Leute halt schon mit Margen über 5% kommen für den Verkauf von dem Produkt, das ist schon merkwürdig. Vor allem bei so Kleinstprodukten. Aber soll jeder werben, wofür er will. Manche wollen halt Geld machen und dann ist ihnen das auch egal und dann machen die auch für die Sachen was. Ich bin da nicht der Richter, ich kann da ein bisschen drüber urteilen und meine eigene Meinung haben. Andere, ja. Gibt es so ein paar Streamer, da kommst du auf die Seite und denkst so, ja, es sind so die typischen Produkte, die auf dem Streaming-Markt unterwegs sind und sich, sag ich mal, durch hohe Margen überall so ein bisschen einkaufen. Und halt auch wirklich jeden Streamer damit packen. Wenn er denn halt nur Geld machen will. Ja, nicht gegen Sponsorpartner. Der arbeitet hier auch mit Razer. Aber mir ist das schon immer ein bisschen wichtig zu gucken, was das für ein Produkt ist. So, was habe ich übersehen? Nichts, ich muss hier hoch. Also wie, ich hatte ja eigentlich noch einen Stuhlpartner bekommen. Für Leute mit ergonomischem Stuhl mit Massagegerät drin. Geiler Scheiß eigentlich. Hat mich damals angeschrieben und gesagt, ja, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten und alles. Und ich habe denen gesagt, ja, können wir gerne machen, aber... Also... Ich habe ja schon ein paar Gaming-Stühle gehabt und bin mir... Es kann aber auch sein, wenn ich euer Produkt leider nicht gut finde, dass ich halt dann doch keine Partnerschaft haben will. Ich sende euch dann aber auch alles zurück und sowas. Da haben die zwar gesagt, das ist okay, hat noch ein paar Mal so Kontakt mit, ja, Kampagne startet, auch noch bald irgendwie, aber es ist nie dazu gekommen. Ich glaube, ich habe mich durch meine Meinung da schon rausgekegelt. Damals. Das war sogar dieses Jahr. You monster. What do you want with me? Wasn't it enough for you to steal my dancer? I'm merely obeying the king, mademoiselle. Don't be afraid, you and your beloved machine will soon be reunited, I give you my word. Voila, here we are. Do you see that window? That's where she's waiting for you. Sale petite peste. I suggest you don't try that again. Atanias, what could have happened to her in this workshop? Ja, über Gaming-Branche müssen wir uns nicht unterhalten. Man zahlt halt auch. Aber es ist halt auch mit den RGB-Geschichten und so. Ich bin ja kein großer Beleuchtungsfan. Und denke immer, warum möchte ich mich denn von vorne von irgendwelchen Lämpchen beleuchten lassen, wenn der Monitor mich halt schon bestrahlt ohne Ende.
Bin ich halt nicht so pralle. Aber ich habe ja auch Leute mit Unterbodenbeleuchtung an ihrem Auto nie verstanden, warum das jetzt so wichtig ist, deine 40 PS Karre mit Unterbodenbeleuchtung auszustatten. Ja, warum nicht? Jeder wie er mag. Tausend Schnitte klauen. Jetzt bekomme ich andere Klauen. Aber Schwerpunkt Gewandtheit B. Klingensturm. Dieser Spezialtechnik fügen Sie 1000 Schnitte klauen, ein Hagel von Hieben in rascher Folge. Also ich würde das Parieren aufgeben dadurch. Ein gutes Thema war Ambilight. Bei Fernsehern fand ich auch total super. Also Philips, Ambilight. Ich habe ja einen Philips im Wohnzimmer. Und ich finde es total super. Richtig schöne Sache. Ist zwar jetzt auch schon ein bisschen älter und ist dann Generation 2, glaube ich, gewesen von den Ambilights. Heute ist das natürlich auch wieder was anderes. Monsieur le Comte, ich bedauere die unvorhergesehenen Schwierigkeiten, aber über die Sie mich informiert haben. Wenn wir ihr nicht bald ein Ende bereiten, könnte der reibungslose Ablauf unserer Vorhaben gefährdet sein. Falls die Tänzerin, wie Sie behaupten, St. Cloud in Richtung Paris verlassen hat und falls sie unsere Maschinen mit der von Ihnen beschriebenen Leichtigkeit angreift, verlange ich von Ihnen, so schnell wie möglich herauszufinden, welche Störung es ihr ermöglicht, die ihr erteilten Befehle zu missachten und warum sie sich gegen uns gewandt hat. Bemühen Sie sich, nicht mein Vertrauen zu verlieren, Louis. That book appears to be very old. I should show it to Abbé Grégoire. Ein Notizbuch, was ich nicht lesen kann. Balsamo. So that is the name that the Comte de Cagliostro uses to conduct his business discreetly. Ich, Louis, durch die Gnade Gottes König von Frankreich und Navarra, gestatte Monsieur Giuseppe Balsamo alias Joseph Balsamo, geboren in Palermo am 2. Juni des Jahres 1743, den Namen und den Titel Alexandre Comte de Cagliostro mit allen Rechten und unter allen Umständen zu führen. Aber der steht doch mit in der Kammer, oder? Also beim Konsulat von Sens. Ich, Victor de Riquetti, Marquis des Mirabeau, fordere Sie auf, sich mit dem Intendant de Police der Stadt Grasse in Verbindung zu setzen und meine Tochter Louise Marquis de Cabris in den Konvent in der Rue Castel bringen zu lassen. Er soll sie der Sorge der Visitantinnen anvertrauen, die sicherstellen werden, dass sie den Rest ihrer Tage mit Gebet und Kontemplation verbringt. So Gott will, mag es der armen Frau zu diesem Preis möglich sein, den Makel auf ihrer Seele fortzuwaschen. Mein Gott. Er trägt die Aufschrift zu Händen des Leutnants General de Police. General. Monsieur le Comte, ich bin mir über Ihre wahren Absichten immer noch nicht im Klaren. Wir wissen beide, welche Streitigkeiten zu meiner Flucht geführt hat. Trotz der Entfernung, die uns nun trennt, verfolgen mich meine Erlebnisse weiterhin und Sie wollen jetzt meine Hilfe, um meine Kunst der Suggestion zu perfektionieren. Sie glauben, dass ich Ihnen, obwohl ich weiß, dass Sie zum Schlimmsten fähig sind, die Mitte überlasse, einen Unschuldigen deines freien Willens zu berauben und zu einem gehorsamen Diener zu machen. Das überzeugt mich nur, Monsieur, dass Sie jenen gesunden Menschenverstand verloren haben. Dr. Franz Messmer.
You'll stay with me always, n'est-ce pas? Without you, mon ami, I'd be all alone. This box is covered in astronomical symbols. It's no use. I can't get it open. I should show this to Monsieur B. Das waren alle Informationen, die wir hier finden konnten. Ach komm, nehmen wir die Kutschenmarke. Sonst gibt's ja hier nichts zu tun gerade. So, jetzt haben wir alle Nebenaufgaben erstmal abgeschlossen. Hoffentlich war es alles, also auf einmal. Dass der Schwall jetzt dann durch ist und dann kann man die Hauptstory noch weitermachen. Und wenn man damit dann durch ist, das Spiel... Weil ich denke, vom zeitlichen her... sollten wir schon recht nah dran sein in der Spielzeit, die mir angesagt wurde, wie lange es dauern würde in etwa. Ich habe ja selten gehangen. Also ich irgendwo lange immer wieder kämpfen musste oder solche Geschichten, ne? So, mit dir reden wir erstmal über die Sklaven. Monsieur Raymond. Go on, Aegis. I went to the Hotel de Massiac as agreed. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the king's support, they plan to replace them with automat harvesters. The Count of Cagliostro is behind the plan. Ma foi. But such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are mistaken, mon père. If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Only this time, they intend to slaughter them to power their machines. Quelle abomination! Par tous les saints. 4 days ago, the Paris Guard captured 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the automat harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the key. It bears the inscription, Tour du Diable. The Devil's Tower is a prison in Vincennes, within the chateau walls. That's 3 leagues from here. We'll only be able to free the prisoners once we're able to move freely ourselves. At least they were spared the fate that the king and his accomplices had planned for them. And what will you do with the 2 servants you employ, Monsieur Raymond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not, Monsieur de Robespierre.
What kind of a man would I be if what I have heard had not opened my eyes? The planters of Massiac have been proven to be nothing but avaricious murderers. I thought I was dealing with opposition, but now I discover them to be vile enemies, from whom it would be vain to expect any compromise. From this day on, I will fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the Empire has been freed. Rest assured, then, that the people will fight by your side, Monsieur Raymond. That's the spirit, my friends. Vive l'égalité. Abschaffung der Sklaverei-Achievement. Gern geschehen. Monsieur B. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athenais' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athenais and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athenais' birth. Voila, like this. What's this locket? Athenais is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. You monster! What did you do to her? Seht ihr, wie ich gesagt habe. Eingeschlossen und ich zehre von ihrer Energie. Good God. Ludia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athenais de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athenais. It is her spirit that animates you. Is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athenais as soon as possible. She is right in front of you. I am Athenais. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athenais, Ludia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child's soul. Where can I find Athenais' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive. This is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. Mein lieber Bailey, ich schreibe dir heimlich und in großer Eile. Möge Gott den mechanischen Boten schützen, den ich mit diesem Brief zu dir schicke. Die haben mich gefangen genommen und sich nicht bemüht zu verbergen, was mir bevorsteht. Ich werde in die Bastille gesteckt, wo sie mich zwingen wollen, meine letzten Geheimnisse preiszugeben. Zum Glück konnte Athénor entkommen. Doch sie werden sicherlich Jagd auf sie machen. Eile ihr zu Hilfe, wenn du kannst. Sollte sie ihnen in die Hände fallen, werden sie als Druckmittel einsetzen. Sei jedoch versichert, dass sie nichts mehr aus mir herauskriegen werden, selbst wenn es mich das Leben kostet. Adieu, dein Freund Eugen. Eugen? Eugen.
Can I help you, Aegis? I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Balsamos. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the Quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Goodbye, mon père. Ein Wissenschaftler um Hilfe bitten. Die wollen mich ja ins Fegefeuer schicken. Monsieur Necker. Madame? Geht ihre Frau. Eh bien, do you... Your wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The 3 of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? Oh, the bonds. Do with them as you see fit. As long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, monsieur. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre?
Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that'd be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight. Unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms. And everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? Lafayette. Ich finde das mit dem Militär eine bessere Idee, als dem Volk Brot zu geben. Ein Problem nach dem anderen. I have decided to use these bonds for your cause. I urge you to put them to good use. You've made the right choice, Dancer. Only professional soldiers and well-trained conscripts stand a chance of winning back the kingdom. And of course, the people will have to kneel before their liberators. History will recall that sad day when we had to put our fate in the hands of an automat. If only her creator had given her a heart. Alas, she could not help but be blind to the people's misfortune. Ein Problem nach dem anderen. Nicht so ein Stress. Monsieur Bailly. Robespierre hat damals sehr viel Verwendung für die Guillotine gefunden. Er ist ja auch hier als sehr starker Revolutionist dargestellt. Do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? A most unusual thought. What do you have in mind, Aegis? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with life, nor do we know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He wanted my opinion on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory. But earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the quays, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. So, jetzt haben wir mit allen geredet und ich denke mal, es wird jetzt auch nichts Neues hier aufploppen. Also in den Gesprächen. Ich hoffe jedenfalls. Monsieur le Marquis. I'm listening. Goodbye. Weil sonst wird, glaube ich, irgendjemand hier sagen wie, ja, komm mal her. Monsieur Raymond. Go on.
You are... Das haben wir alles schon mit dem besprochen, sein Kampf gegen die Sklaverei. $14.000 ist noch ein Tick zu wenig. Orichalklumpenbarren. Der kostet mehr als 5.000. Ja, 7.500. Ja, ich will jetzt keine Barren verkaufen. Wir machen aber jetzt einen kurzen Pinkelpausen-Break nach 3 Stunden Stream, weil ich explodiere.